Liebe Fans, danke für eure Frage. Ob deine Frage dabei ist, sehen wir gleich. Bis jetzt noch kein einziges Spiel erlebt, wo wir nicht die volle Unterstützung bekommen haben. Die Dame stellt die Frage, aber sie kennt meine Antwort schon. Ich bekomme immer Stress, wenn ich das sage. Ja, perfekt. Lieber Vinny, wie geht's dir? Wie gefällt dir München bisher? Gibt es da einen Lieblingsort von dir in München? Ich hoffe, das wird irgendwann Marienplatz. Aber im Moment muss ich sagen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann gehe ich eher Richtung Bergen. Mein Job ist eigentlich immer Volltempo, viele Leute treffen, viele Leute auch überzeugen, motivieren und führen. Und dann mag ich eigentlich diese totale Ruhe, dass man bekommen kann in die bayerische Bergen oder sogar ein bisschen weiter entfernt. Und das ist für mich ganz besonders. Ist nicht selbstverständlich, hat man nicht überall und das ist für mich, das will ich auf jeden Fall nützen. Was ist dein Lieblingsessen aus der bayerischen Küche? Also wir haben viele Österreicher hier und das heißt, ich bekomme immer Stress, wenn ich das sage, aber was ich am meisten esse in München ist Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Und ich mag das und ich sage immer, das ist super in München. Und dann habe ich die ganzen Österreicher, die mich daran erinnern, das kommt eigentlich aus Österreich. Aber dieses Debatt lasse ich an euch. Du hast ja auch schon mehrmals selber gegen Bayern gespielt. Wie war es immer, gegen unseren FC Bayern zu spielen? Und andererseits, wie ist es jetzt auf unserer Seite als Coach oft an der Seitenlinie zu stehen? Würde mich interessieren. Die beste FC Bayern-Mannschaft, wo ich gegen gespielt habe, dann hattest du einfach ein Gefühl von Unmacht. Das ist die Wahrheit. Am Ball bekommst du keine Zeit. Pässe, Rundspiele war fast unmöglich. Und verteidigen war es einfach immer sehr, sehr aktiv, offensiv Fußball, wo entweder Ribéry links oder Robben rechts und Lewandowski oder Gomez im Mitten immer was vorhatten und einfach sehr, sehr viele Spiele mit viel Qualität, aber auch Geschwindigkeit und Energie. Und ja, jetzt bin ich Bayern-Trainer und ich nehme es natürlich auch mit von beider Seiten, weil ich war Gegner, aber ich habe das auch sogar mit City auch erlebt, was das Gefühl ist, wenn man diese dominante Mannschaft ist. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass einfach jeder dieses Gefühl bekommt, wenn die gegen unsere Bayern spielen. Das ist einfach, dass die manchmal auch machtlos sind. Und ich weiß noch, wir haben manchmal auch einen Punkt geholt gegen Bayern in diese Momente. Aber trotzdem nach dem Spiel alle das Gefühl gehabt, das war eigentlich ein bisschen Glück und das war nur eine Richtung Fußball. Und das ist auch die Basis von was ich jeden Tag mitnehme als Trainer. Wie viele Sprachen sprichst du und welche Sprache coachst du? Also Deutsch ist eigentlich meine 4. Sprache, das heißt, es ist noch immer schwierig für mich, das immer als Führungssprache zu haben im Training, deswegen coache ich auch auf Englisch. Und ich bin aufgewachsen, habe ich Französisch gesprochen zu Hause, Niederländisch in die Schule und dann Englisch im Fußball ganz oft und dann jetzt Deutsch. Und das wird immer besser. Noch, glaube ich, 6 Monate und dann, oder vielleicht noch ein Jahr und dann kann ich das wieder vielleicht fließig sprechen. Lieber Vinny, da ist der Gabriel. Hast du irgendwelche Rituale vor einem Match? Ja, immer Nachricht schicken zu meiner Familie und meiner Frau. Und du hast dieses Volltempo bis zu ungefähr 40 Minuten vorm Spiel. Das ist Interviews und nochmal mit der Mannschaft sprechen und nochmal vielleicht die letzten Details mitgeben. Und dann hast du eigentlich fast 20 Minuten einfach totale Ruhe. Weil dann sind die Spieler draußen, die machen Aufwärmung. Das war am Anfang für mich komisch, weil ich das als Spieler natürlich nie hatte. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und das ist einfach, ich kann das schätzen, Ruhe und dann ist wieder Volltempo.
Hallo Vincent, bist du beeindruckt von den Fans von Bayern? Ja, immer wieder. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel erlebt, wo wir nicht die volle Unterstützung bekommen haben. Das würden viele sagen, das ist ja normal, aber manchmal in so einem großen Verein, die schon so oft gewonnen hat, ist es nicht selbstverständlich. Und wir haben immer wieder diese Unterstützung, egal wo auf die Welt. Und das ist nicht nur für die Jungs wichtig, aber glaube ich auch zeigt, warum dieses Verein so besonderes ist. What's the difference between English and German football tactically? I don't know if it's that clear anymore, the differences between, I think maybe 20 years ago, 15 years ago, it would have been easier to answer with the typical kick and rush from English football and the physicality of German football. I think there's definitely closer lines tactically nowadays because in the end, nearly every coach in top-level football has an extensive understanding or use of spaces. So because tactics is spaces, and so that side of it, it's pretty well understood by English, German, Spanish, French coaches. But if I would say something that probably still at the moment is a difference between both leagues is I think the English league is overall become, I would say, and there's a financial reason behind it as well. It's a very well-funded league, but it's overall really focused on the physicality of players in every department. And I think in Germany, I think it looks like it's happening now. It's pushing again in that direction as well. So I could see again the difference is actually becoming even smaller over the future because you see as well in German teams, there's more speed now. There's more. It's not just physicality. It's not always power and size. It's speed. It's balance, robustness, and I think the tempo of the game is increasing in the Bundesliga. If you look at teams like Frankfurt and Leverkusen, Leipzig, there's quite a few teams now that are increasing that side of the game. So again, I would say the English teams have maybe focused on it for not too much, but a few more years now. The combination of speed, volume, and balance. And I think that what I'm seeing now in Germany is that it's going in that direction, which in the end it's good for fans because it increases the tempo of the games. Lieber Winnie, ich hätte eine Frage. Welcher Spieler macht den meisten Blödsinn im Training? Der meiste Platz? Blödsinn. Blödsinn? Ja, ja, Blödsinn. Die Dame stellt die Frage, aber sie kennt meine Antwort schon. Ich muss sagen, es ist ganz oft schon Thomas Müller, auf jeden Fall. Aber er macht das mit Qualität. Ne? Also was er auch macht, es gibt manchmal kommt ein Tor von, beeinflusst seine Mannschaft positiv oder die Gegner negativ und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr klug, sehr, sehr clever damit. Sonst haben wir natürlich auch Leroy und Jamal und es gibt einfach viele sehr, sehr, sehr gute Spieler, die im Training auch viel Spaß haben, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Fans. Danke für die tollen Fragen. Wir sehen uns noch ganz oft diese Saison und hoffentlich erleben noch sehr schöne Momente zusammen.